Herzlich willkommen bei CT Zockt. Ich bin Liane und stelle euch heute ein schräges Roguelite-Game vor. Auf einem abgelegenen Asteroidengürtel arbeitet Wilbur in Uncle Chop's Rocket Shop, einer Raumschiffwerkstatt. Der Fuchsmensch wird kurz angelernt, dann muss er täglich einstempeln und alles Mögliche an den Raumschiffen reparieren. Das Spiel des dreiköpfigen Teams von Beard Envy ist im Dezember 2024 erschienen, hat eine deutsche Übersetzung und einen ganz eigenen Humor. Uncle Chop ist kein netter Chef. Er erhöht ständig die Miete und so muss Mechaniker Wilbur sich sputen, um in der Raumschiffwerkstatt möglichst schnell die Aufträge abzuarbeiten. Treibstoff nachfüllen, das Öl wechseln, die Kamera des ID-Moduls scharf stellen, frische Schnecken in den Atemrecycler einsetzen, die VR reparieren, das Klo durchspülen, zwischendurch noch die Brände löschen und vieles mehr. Dafür stehen Ersatzteile, Diagnoseeinrichtungen und diverse Werkzeuge bereit. Einige davon muss man allerdings erst noch kaufen. Nach 3 Tagen ist die erste Miete fällig und wenn Uncle Chop seine ständig steigende Miete nicht pünktlich kriegt, dann war's das. Der Chef macht ihn platt und das Spiel beginnt von vorn. Aber auch die Kundschaft ist nicht ohne. Manche sind schießwütig, andere haben Rohrbomben am Raumschiff befestigt, die in der verfügbaren Zeit kaum zu entschärfen sind. Schon blöd, wenn man dann erstmal nach der Anleitung suchen muss. Aber jeder Run ist anders und je mehr Reparaturen man aus dem Kopf erledigen kann, umso leichter wird's. Einige der erworbenen Gerätschaften bleiben außerdem erhalten. Das ist super, denn schnell heißt's abwägen. Einerseits muss Wilbur das Geld für die Miete sparen, andererseits braucht er aber neue Maschinen und bessere Werkzeuge. Und so tankt Wilbur so schnell wie möglich Raumschiffe auf und repariert kaputte Module oder komplette Schrotthaufen. Scheitert allerdings ein Reparaturversuch, geht das wohlverdiente Geld direkt wieder flöten und Schulden häufen sich an. Der Einstieg ins Spiel ist echt hart, das chaotische Werkstatthandbuch verwirrend und die Zeit im Standardmodus sehr, sehr knapp. Wer dann Zeit damit verliert, die richtige Reparaturanleitung zu suchen, hat einfach keine Chance. Für den Anfang gibt es deshalb in den Optionen aber auch einen Spielmodus, der heißt gezielte Reparaturen. Der liefert schwierigere Jobs, hat aber kein tägliches Zeitlimit. Die Reparaturen sind in beiden Fällen unterschiedlich komplex, manchmal sind es nur ein paar Handgriffe, ein anderes Mal ist ein Rätsel zu lösen oder man muss ein Minispiel erfolgreich abschließen. Am Ende des Tages wird abgerechnet und man sieht, wie viel Wilbur erwirtschaftet hat. Und natürlich darf er nicht vergessen, sich auszustempeln. Charmant sind vor allem die merkwürdigen Figuren, die so tagsüber reintröpfeln und ihre Raumschiffe abstellen, oder die Events, denen Wilbur im Alltag begegnet und die die Story vorantreiben.
Wilbur kann sich unter anderem Freunde und Feinde machen und auf diese Weise eines von mehreren Enden erreichen. Uncle Chops Rocket Shop gibt's auf Steam für Windows. Hier im Video läuft's mit Proton 9 unter Linux. Wie gefällt euch das Spiel? Könnt ihr euch mit diesem Genre anfreunden? Schreibt's mir gern in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.